Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich wollte euch mal Bienen näher bringen, es ist ja jetzt die Zeit. Ich habe viel ausprobiert, man sieht immer wieder Videos und es hat sich für mich eine Art rauskristallisiert, die für mich am besten funktioniert und die möchte ich euch gerne zeigen. Bienen oder auch Hummeln, je nachdem wie dick oder dünn ihr die malt, und eine schöne Blüte dazu. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das so für mich am besten funktioniert. Das heißt ja nicht, dass es für euch nicht auch anders geht oder dass ihr vielleicht ein anderes Video dazu findet, wo es auch schön ist. Man sieht ganz oft Videos, wo das so schön zersplittert und die Fusseln schon so laufen. Das habe ich ausprobiert. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. Aber ich habe eine andere Art für mich entdeckt und das zeige ich euch heute. So, ich mache euch hier mal ein bisschen größer und fange einfach mal an. Biene von oben. Ich fange an und mache erst den dunklen Teil der Biene. Biene von oben und ich fange an und mal mir hier so den Kopf im Grunde. So ein bisschen splatterig kann der ruhig sein. Ja. Dann denkt ihr euch, ich male es mal mit dem Stift hier hin, ihr denkt euch eine ovale Form. Ja, ich kann es dann hier auch drauf malen, aber ich denke mir jetzt meine Form hier. Das heißt, ich mache mir den nächsten Teil der Biene ein bisschen breiter, so dass ich hier in meine ovale Form komme. Ich tupfe mit dem Pinsel. Habt ihr das gesehen? Ich tupfe immer nur, ich lasse auch gern mal weiße Stellen dabei. Und jetzt wird es hier wieder enger. Jetzt kommt hier hinten das Hinterteil. Und auch da tupfe ich einfach nur. So, und wenn ihr das jetzt sozusagen umrandet würdet, habt ihr diese Form. So, das muss ich jetzt nochmal eben hier wieder wegnehmen. Das ist jetzt ein bisschen im Weg. Das stört uns nachher bei dem Bild. So, was ich auch festgestellt habe, dass ich es lieber mag, wenn die Biene nicht allzu viele Einzelheiten hat. Sprich die 1000 Füße. Nein, sie hat 6 Füßchen und. Das Einzige, was ich noch dazu male, sind 2 Fühlerchen. Die ziehe ich hier so raus, ganz dünn. Und was jetzt schon rauskommt, sind die Flügel. Dazu wasche ich mir meinen Pinsel aus. Ich mache den nass. Ich setze den nassen Pinsel hier an und ziehe einfach nur das Wasser raus. Und die Farbe vom Schwarz läuft hinein und macht hier so ganz zarten Flügel. Seht ihr das? Ich weiß jetzt nicht, ob die Form originalgetreu ist. Wenn hier zu viel reinkommt, geht wieder rein, holt euch das raus. Lieber ein bisschen zarter. Ja, als... Achso, ich habe hier mein Tüchlein liegen, ne? Wenn ihr euch wundert, wo geht die Hand immer hin? Die geht zum Tuch und tupft das raus. Also lieber ein bisschen zarter und nicht so dunkel. Wir können da auch noch ein bisschen Glitzer reinmachen gleich. Meine Glitzerfarben von Victoria, von VH Aquarell. So, auch hier. Ich müsste mir jetzt noch mal genau angucken, wie so eine Form eigentlich ist. Schlecht vorbereitet. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal so die Flügel. Ganz zarte, durchsichtige Flügelchen. Hier sind sie tatsächlich noch ein bisschen dunkler. Dann nehme ich noch mal etwas Farbe raus, solange es noch geht. Und hier setze ich noch mal in die Ecke so ein bisschen und lasse das ein bisschen laufen, damit ich die Kontur habe, ne? Von Flügelchen. Ja, ich müsste jetzt mal in Originalbildern gucken, wie so ein Flügel überhaupt aussieht. Gut. Viele setzen jetzt schon das Gelb rein und damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, weil das ineinander läuft und schmutzig wird. Ich lasse das jetzt trocknen oder zumindest antrocknen und komme dann erst später mit dem Gelb hinein. So, Bienchen von oben. Jetzt könnt ihr noch, wenn ihr wollt, hier
6 Beine dran malen. Einen nach vorne hat sie welche und nach hinten, aber ich mag es so ganz schlicht einfach lieber. Es ist einfach so. So, das gleiche kommt jetzt von der Seite, Biene von der Seite. Wo habe ich denn mal einen Zettel? Biene von der Seite. So, ihr hattet eben das Oval, Biene von oben. Biene von der Seite erinnert an eine Bohne. Ja, Kidneybohne oder sonstige Bohne. Biene von der Seite. Auch hier wieder mit dem Schwarz beginnen. Ich setze mal hier hin, dann kann ich, ist sie im Anflug, kann ich hier gleich noch eine Blüte drunter malen. Also, machen wieder so einen halbrunden Kopf. In den Kopf kann man später, wenn es trocken ist, noch ein paar Äuglein machen. Das ist noch ganz schön, das finde ich auch okay. So, dann ist es wichtig, von der Seite her, wo ist es? Also wir haben hier jetzt den Kopf sozusagen in Schwarz, das ein bisschen wie ein Dreieck zu arbeiten. Und hier hinten kann es dann wieder rund werden. Das heißt, dieses hier muss ein bisschen, na, sie krümmt sich ja. Sie hier die schmalere Stelle und da die breitere Stelle. Also male ich jetzt hier. Ich tupfe wieder mehr so, um diese Fluffiness hinzubekommen. Man kann das auch noch so ein bisschen mit einem Pinselchen rauszuppeln. Ist auch ganz schön. Auch zu den Seiten hin. Ja. Fluffiness. Huch. Jetzt haut hier meine Kamera ab. Okay. So. Und jetzt noch hinten das Ende. So. Und je nachdem, wie dick und groß ihr das macht, wird es halt eine Biene oder eine Hummel. Ne? So, die Flügel hierzu wieder Pinsel auswaschen. Mit dem feuchten Pinsel setze ich hier ganz oben nur an, dass da nur ein bisschen Schwarz hineinläuft. Ja, dafür müsst ihr Wasser nehmen. Und den zweiten Flügel, der ist hinten ein bisschen versetzt dahinter und durchaus etwas kürzer. Und das soll es erstmal sein. Wir können da nachher gerne noch ein bisschen Glitzer reinmachen. So, dann hatten wir auch hier ein paar Fühlerchen, die einfach so fliegen. Sehr schön. Und auch das muss erstmal trocknen. Einen kleinen Moment Pause. So, es geht weiter. Ich habe hier noch eine dritte Biene hingemalt. Einfach, ja, einfach weil die da noch Platz hatte. Und nun geht es weiter und ich schnappe mir hier meinen Gold-Gelb-Ton, den ich mir ausgesucht habe. Und jetzt kann ich hier wunderbar die Streifen malen, ohne dass es mir richtig doll miteinander verläuft. Und wenn es sich so ein bisschen anlöst, ist das nicht schlimm, finde ich. Aber ich hatte halt auch Sachen, die sind so richtig doll ineinander gelaufen und das mochte ich dann nicht. So, und jetzt malt man hier den Körper zu Ende. Auch hier ein bisschen fluffig, luffig. So, dann haben wir hier noch die macht auch nicht zu viele Streifen. Das sieht nämlich auch komisch aus. Das hatte ich auch gemerkt. Tatsächlich ist es so mit diesen 3 schwarzen, 2 gelben irgendwie am schönsten, muss ich sagen. So, ich setze hier das Gelbe durchaus so ein bisschen auf das Schwarz drauf, weil das Fell von der Biene ja durchaus auch ein bisschen verwischt ist. So, und hier oben haben wir noch eine. So, und hier kann ich euch jetzt auch gerne noch mal zeigen mit den Füßchen, obwohl ich mag es einfach so lieber. Aber manche mögen halt gerne da noch Füße dran. Und bei den Füßen ist es wichtig, macht euch, oh, mein
Mensch, meine Handyhalterung, was ist denn heute los? So, ich mache euch das ein bisschen größer hier nochmal bei der Biene. Dass ihr die Füße in so ein paar kleinen Gliederetappen malt. Und zwar ein größeres Glied, ein kleines Glied und noch eins. Ja, ein größeres Glied, ein kleineres Glied und noch eins. So dass das ein bisschen gesplittet ist. Ich weiß, ihr könnt das vielleicht erkennen. Nach hinten das gleiche. Großes Glied, kleines Glied und so ein Endzippel. Und eigentlich hat sie 6. Aber ich weiß jetzt nicht, wo noch welche sind. Sind die noch hier vorne mit dran? Deshalb komme ich immer so durcheinander. Ich finde es einfach, ohne einfacher und schöner und man macht nichts verkehrt. Gut, die hat jetzt Beine, die anderen nicht. So, und jetzt, ups, hier nochmal ein bisschen, noch eine Blume hier hinmalen, wo die Biene drauf landet. Und, ach so, bei den Flügeln käme jetzt zum Beispiel hier meine Glitzerfarbe von Victoria in Einsatz. Die könnte ich nehmen. Sie hat ja wundervolle Auswahl an Metallic und Chamäleonfarben. Wer sich dafür interessiert, mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 €. Und ich würde jetzt hier für die Flügel mal dieses ganz, ganz helle Gelb nehmen und nur einen Hauch von Farbe da drauf setzen. Mal schauen, wie uns das gefällt. Also ich mache mir hier nur einen Hauch von Farbe. Und dann kann man hier so einen leichten Glitzereffekt noch in die Flügel arbeiten. Was total schön bestimmt nachher aussieht. So, die Flügel kann man übrigens auch noch, das wird doch ganz nett, mit einem schwarzen dünnen Feinliner nachher bearbeiten. Und so ein paar Linien drauf ziehen. Man kann sie aber auch so lassen. Auch das passt jetzt schon, finde ich. So, hier muss noch mal ein bisschen Wasser. Also wirklich, ne? Ich will hier nicht viel Farbe haben. Ich will nur so einen Schimmer haben. Von dieser Glitzerfarbe. Ach, wie schön. So. Blümchen. Einfach einen Blütenkopf. So diese klassische Rudbeckia-Blume, die es jetzt so gibt. Ich mache hier jetzt keinen großen Blütentohuwabo. Es ist einfach nur eine Blüte, worauf die landen kann. Ein bisschen Platz lassen. Und dann nehmen wir mal hier, das ist doch so eine klassische schöne Farbe. Ich habe mir jetzt einen Pinsel geschnappt mit einer schönen Spitze. Und setze jetzt hier einfach ein paar Blütenblätter, die nach unten zeigen, an. Lass sie laufen. Ich drehe mir nochmal hier mein Büchlein. Das kommt dabei raus. Wenn man es dreht, dann kommt die Proportion nicht mehr richtig hin. Aber so ist es schon nicht so schlecht. So, das muss ein Momentchen trocknen. Ich mag das gerne, wenn das hier so ineinander läuft. Biene im Landeanflug. Super. Kleinen Moment trocknen lassen. So, das ist schon mal sehr schön. Ich möchte jetzt eigentlich noch mal was möchte ich eigentlich noch mal für einen Farbton da drauf haben? Ich muss mal gucken.
hier so einen schön von der Mandy, da ist ein bisschen Glitzer mit drin. Ich glaube, den möchte ich noch mal hier auf die Blume haben. Als zweite Blattkomponente. Sehr schön. Ja, und so gefällt mir die Blume auch schon. Jetzt kriegt sie noch einen kleinen Stiel. Dann nehme ich mir hier meinen Schriftenpinsel. Ich setze hier oben gern auch ein bisschen Grün noch zwischen. Grüne Teile sind da immer nicht so schlecht. Und werde jetzt hier noch mal ein paar kleine dunkelbraune Stippen reinsetzen. Sehr schön. So. Und weil es jetzt so kahl aussieht, kommen einfach noch mal ein paar Spritzer drauf. Und zwar einfach gelbe. Gelbe Spritzer. Ich muss mal gucken, welchen Pinsel nehme ich dafür. Den vielleicht. Sozusagen wie Blütenstaub, der durch die Luft weht oder so in der Art. Mal gucken, ob das mit dem Pinsel geht oder ob ich mir jetzt alles versaue. Das spritzt gar nichts momentan. Okay, das funktioniert nicht. Ah, da sind so ein paar gekommen. Okay, muss mal gucken. Vielleicht muss ich doch lieber einen anderen Pinsel nehmen und da mal per Hand spritteln. Also mit Spritzern habe ich es immer nicht so. Es ist wirklich zum Verteufelt. Ich kriege das nicht hin. Deshalb mache ich das so ungern. Ah. Ja. So ist es schön. Meine Art, Bienen zu malen. Ach so. Wie gesagt, man kann jetzt noch, wenn man möchte, ich nehme dafür jetzt mal einen Bleistift, weil der am allerdünnsten ist, anfangen und hier so kleine Blattadern auf die Bienen zu malen. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt nötig. Ich finde sie auch so schön, ne? Aber kann man machen, wem das fehlt. Der malt hier so kleine, dünne Linien drauf. So, das war ein kurzes, schnelles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, eure Melanie. Die Augen zu malen.
Dafür nehmt ihr euch entweder weiße Farben, weißen Acrylstift oder was auch immer und setzt hier einfach in diesen ins Bienengesicht, nicht zu klein, kann schon eine gewisse Größe haben. Und bei den beiden, ups, ich muss mal gucken, hier können auch 2 kleine rein. So, jetzt haben wir es aber, würde ich sagen. Macht es gut, ihr Lieben.